Themen-Show. Gut zu hören. Gegen Langeweile. Herzlich willkommen beim Themen-Show-Podcast. Habt ihr uns schon abonniert? Wenn nicht, wird's Zeit. Ihr findet unseren Podcast auf podcast.themen-show.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem heutigen Thema, das direkt aus unserer Radioshow stammt. Hier ist die Themen-Show mit Christoph Rothe und ich habe euch am Anfang gesagt, ihr werdet hier noch erfahren, wie ihr theoretisch um Stau künftig auf den Autobahnen und überall so drumherum kommt. Und dazu habe ich gesprochen mit Anton Zajac, der ist einer der beiden Gründer einer Firma, die haben etwas Unglaubliches gebaut, nämlich ein fliegendes Auto. Our goal was to create a beautiful looking sports car combined with the fully fledged aircraft. So we didn't want any compromise. We wanted the flying car to be a real car that you can park in a parking lot anywhere you go, in your garage or any commercial parking space. And at the same time, you could have a next mode or dual mode flying car or fully fledged aircraft. Es handelt sich also um ein vollwertiges Auto und ein vollwertiges Flugzeug, das in kurzer Zeit einfach verwandelt werden kann. It takes 2 minutes and 15 seconds after you push a button to transform the car into a aircraft mode and vice versa, so you don't need any technicians, you don't need anybody to help you. Unter 3 Minuten vom Auto zum Flugzeug und auch wieder in der gleichen Zeit zurück. Das ist schon verrückt und unglaublich, aber es gibt natürlich auch einiges zu berücksichtigen, insbesondere das Gewicht. Ein Auto wiegt ja doch einiges, in diesem Fall ungefähr 1 Tonne und die Flugzeuge, die müssen ja auch eine Menge Gewicht stemmen. Das läuft über relativ große Tragflächen ab. A car has certain weight and you need to have certain area of the wings to lift that weight. And we can't beat the laws of physics. 1 square meter of a wing can lift 80 kilograms of weight. So we had to carefully design the flying car in such a way that the wings are easily foldable and the aircraft can be transformed into a decent size car. And we have achieved that by creating a lifting body of the car. So 30% of the lift is generated by the body of the car and the rest is generated by fixed wings. Und wer sich jetzt schon freut, dem Stau in der Rush Hour künftig zu entkommen und direkt bei seiner Firma einzufliegen, dem muss ich wahrscheinlich ein bisschen enttäuschen. Denn einerseits ist das Auto, Flugzeugauto, wie auch immer, relativ teuer. Ab einer $500.000 Euro geht das los, eher etwas teurer, je nach Ausstattung. Und man muss natürlich auch entsprechende Ausbildung haben. Ohne Pilotenschein und Führerschein geht bei dem Gefährt gar nichts. Yes, since the AirCar is a fully fledged aircraft, you must have a pilot's license because it's impossible to fly without ability to communicate with air traffic control. It's important to understand what is the division of the airspace. There are different classes of airspace, and there's a lot of traffic in the sky. So, pilot's license is important. However, the AirCar will have a flight management system installed, so you would be able to use an autopilot feature of the flying car, and of course. You need a driver's license because it's a sports car that can drive up to the limits on a freeways, the 130 kilometers an hour easily. So yes, you need both driver's license and the pilot's license. In der Theorie wäre es dann aber schon möglich, über Staus hinweg zu fliegen. Yes, you can skip traffic jams by taking off at a nearby piece of grass
or a small airport. Und damit ist der nächste Haken eigentlich schon genannt. Man braucht eben ein Stückchen Grasfläche oder sogar einen kleinen Flughafen, um in die Luft zu gehen. Und das nicht nur aus technischen, sondern auch aus rechtlichen Gründen. So based on the regulations, you can take off and land at any airport. And there is a very high density of small airports in Europe and the United States. There's about 25,000 airports in the United States and slightly less in Europe. However, you don't need airport to take off and land. If the owner of land allows you to take off and land. Wenn man also einen Großgrundbesitzer kennt, der ein groß genuges Grundstück besitzt und vielleicht sogar neben der Autobahn, dann ist der Traum vielleicht nicht ganz ausgeträumt, aber eigentlich, das wird schon deutlich, ist die Zielgruppe eine ganz andere. Es geht nämlich eher um die USA, die ja doch ein bisschen weitläufiger sind und etwas weniger dicht besiedelt, und es geht auch hier eher um gut betuchte und Piloten. So currently there is about 220,000 private owners of small planes in the United States. And I'm an owner of a plane. I have Diamond 42, and I know how convenient it is to have an aircraft in the garage. And I'm hoping we'll be able to convert at least 5% of the pilots of small planes. And in the United States alone, the market would be about 8 billion if we achieve that goal. Also, there's about 30 million taxis. And we want to convert at least 0.01% into flying taxis. And that would be a business of 30 billion. The flying car market is growing, is going to grow, and based on Morgan Stanley, in 20 years, the size of the market will be $2.9 trillion. So hopefully there is some space for more companies. Hoffen wir also für die beiden, dass sie ihre Ziele, 5% der Piloten von ihrem Modell zu überzeugen und auch einige Taxiunternehmen zu Lufttaxiunternehmen zu machen, in den USA und vielleicht auch ein bisschen in Europa umsetzen können, denn das ist die Hauptzielgruppe. Hat's euch gefallen? Sagt's weiter. Habt ihr Feedback? Sagt es uns. Studio@Themen-Show.DE oder per WhatsApp 040 52 11 01 52. Mehr Podcasts von uns gibt's unter podcast.themen-show.de. Themen-Show.